du mich am Popo, Die letzten Wochen in Laos waren geprägt von technischen Problemen und kaputten Motorrädern. Fast nichts lief nach Plan. Immer wieder standen wir in Werkstätten, immer wieder mussten wir improvisieren. Jetzt läuft unser Visum aus und wir versuchen irgendwie rechtzeitig aus diesem Land herauszukommen. Doch die Regenzeit und die Straßen meinen es mit unseren bereits schwer angeschlagenen Motorrädern nicht gut. Jeder Kilometer wird zum Kampf. Ein Kampf um Vorankommen, um Konzentration und um Vertrauen in die Technik. Doch jetzt stehen die Karten gut. Wenn kein weiteres Motorrad ausfällt, werden wir es rechtzeitig nach Kambodscha schaffen. Und so beginnt für uns der Endspurt und gleichzeitig der Anfang in ein neues Kapitel, in ein neues Land. Guten Morgen zusammen. Während wir jetzt bereit sind, endlich loszufahren, es ist 11:30. Wir haben heute schon dann recht fleißig haben recht viel gemacht. Es ist das Wetter wieder nicht so toll. Sieht schon wieder grau und bewölkt aus, keine Sonne. Hoffentlich regnet es nicht. Schade, dass wir so lange keine Sonne mehr haben. Es geht weit nach Kambodscha, auf die Straßen hier in Laos. Wird bestimmt wieder ein toller Tag. Gestern war wirklich ein dreckiger Tag, also wir wurden so eingematscht und eingesaut. Ich habe noch nie die Motorräder so dreckig gesehen. Auch die Ketten sind schon voll am Quietschen. Wir finden aber nirgendwo leider eine Waschstraße, um die mal zu waschen und zu ölen. Und bei den Straßen werden die danach wieder direkt matschig. Kameras hat es auch ganz schön erwischt. Man sieht es leider nicht, aber die sind auch voll eingematscht. Funktionieren trotzdem tadellos. Das ist echt krass. Also ich habe die Honda auch noch nie so dreckig gehabt. Wir haben die erst gewaschen in Luang Prabang. Da waren die ja blitzblank sauber. Wir müssen dringend irgendwie eine Möglichkeit finden, die Ketten zu putzen und die zu ölen. Ja, es ist passiert, es hat angefangen zu regnen. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Stundenregen wie gestern. Jetzt haben wir gerade bereit zum Losfahren. Jetzt können wir es aber nicht ändern. Wir müssen den Regen aussitzen. Das ist jeden Tag dasselbe, wir sind komplett machtlos. Ja, Dem Wetter ausgesetzt. ja. Das Wetter hat alles in der Hand hier. Mächtige. Ja. Warten wir doch mal und hoffen, dass es gleich wieder aufhört. Und so beginnt ein weiterer nasser Tag in der laotischen Regenzeit. Rutschige, durchlöcherte Straßen begleiten uns. Mal ist es trocken, mal regnet es wie in Strömen. Doch unser Ziel bleibt unverändert, Kambodscha. Das Problem der Suzuki konnten wir nicht lösen. Woher das Öl aus dem Motor kommt, wissen wir bis heute nicht. Doch noch einmal in eine Werkstatt zu fahren, dafür fehlt uns die Zeit, also hoffen wir, dass es hält. Ohne Umwege, ohne weitere Pausen fahren wir weiter Richtung Süden, mit dem festen Ziel, Laos rechtzeitig zu verlassen. Auch wenn das bedeutet, dieses Land hinter uns zu lassen, ohne es wirklich gesehen zu haben. Heute läuft es richtig gut. Die Straßen sind wieder deutlich besser geworden. Das Wetter ist zwar so ein bisschen wechselhaft, aber nichts Schlimmes. Es regnet halt ab und zu mal. Ab und zu ist es trocken. So einen Regenponcho bräuchten wir auch. Ja, was sollen wir sagen? Passt alles ganz gut. Jetzt gucken wir nach dem Ölstand. Oh, jetzt fängt es ja an stärker zu regnen. Wir stehen hier überdacht und dann mag man es auch ein bisschen saugen in seinem Motor. Oh, ich bin voll an zu regnen. Klingt halt alles nicht ganz so gut. Mich wundert es zwar auch nicht bei der Reparatur, ist aber trotzdem. Ja, scheiße. Und so geht die Fahrt weiter. Mittlerweile spüren wir alle, dass diese riesige Strecke durch China und die endlosen Probleme in Laos den Großteil unserer Energie verbraucht haben. Körperlich haben wohl alle abgenommen in den letzten Monaten. Langsam sind wir einfach nur noch erschöpft. Doch es gibt Hoffnung. Kambodscha liegt am Meer. Und alles, woran wir jetzt noch denken können, ist endlich am Strand zu liegen, eine Pause zu machen, wieder richtig gut zu essen und zur Ruhe zu kommen. Also lassen wir uns nicht weiter aufhalten, das Ziel klar vor Augen, fahren wir weiter, immer näher an die Grenze, immer näher ans Meer.
Tag läuft echt gut bis jetzt. Wir sind jetzt in so einem kleinen Dorf. Wir sind noch 30 Kilometer von Pax entfernt, einer recht großen Stadt. Und da wollen wir heute Nacht dran bleiben. Gucken gleich nach dem Gasthaus. Die ganze Fahrerei, der ganze Staub macht natürlich unsere Ketten ganz schön fertig. Die Ketten sehen echt übel aus. Und meine hat sich jetzt, glaube ich, so weit. Und da ist jetzt halt einfach ein bisschen zu locker und die macht richtig komische Schläge beim Anfahren und so. Fühlt sich sehr ungesund an. Werde ich versuchen, schnell zu spannen. Vielleicht auch ein Paxe, dann muss ich mir überlegen. Ja. Hoffentlich sind wir bald da. Wir haben jetzt die Stadt Paske erreicht, oder Paschke. War ein echt langer Fahrtag heute. Dafür sind wir jetzt aber inzwischen so nur noch 170 Kilometer von Kambodscha entfernt, nur noch so 700 Kilometer vom Meer. Das heißt, jeden Tag kommen wir endlich näher ans Meer, an den Ort, wo wir unbedingt sein wollen. Wir haben jetzt mehr Hotels versucht hier in der Stadt, aber wie in den anderen Städten haben die alle keinen Parkplatz, ein Motorrad auf der Straße stehen lassen, ist uns irgendwie zu heiß. Nichtsdestotrotz, wir haben was anderes gefunden. Ein italienisches Restaurant. Da werden wir uns jetzt nochmal richtig lecker was zu essen gönnen. Haben wir uns auch echt verdient. Ja, wir leben uns hier richtig gut in die Kultur ein. Immer Pizza, wenn es geht. Ja, das Fleisch hatte uns hier irgendwie nicht so gut aus. Nee. Deswegen gibt's italienisch. Ja. Pizza ist da, sieht sogar überraschend lecker aus. Das freut mich jetzt richtig. Nachdem wir tagelang nur Chips und sowas gegessen haben, ist das echt mal wieder eine Geschmacksexplosion. Gut? Die Olive ist sehr gut, ja. Nice. Also, guten Appetit. Pizza war jetzt echt richtig gut. Das war die beste Pizza, die wir jetzt seit Laos und in ganz Laos hatten. Wir haben echt viele Pizzen in Laos gegessen. Gut, und noch 3 Stück haben wir später. Wir fahren jetzt raus aus der Stadt wieder zu einem Billo-Hotel. Ja, weil außerseits können wir immer die Motorräder parken, in der Stadt meistens nicht. Deswegen fahren wir mal ein bisschen raus. Ja, die Architektur in der Stadt ist immer so, dass die Läden nur, also auch Hotels, so einen kleinen Eingang haben wie hier. Da stehen halt die Motorräder an der Straße. Ja, ist halt blöd. Ja, da fahren wir noch Bier holen. Ich habe jetzt ein billiges Hotel gefunden für nur so 6, 7 Euro. War wieder richtig billig, bisschen außerhalb der Stadt. Es ist nichts Besonderes, sieht von außen sogar recht schön aus. Ja, wie immer halt. Sieht gleich aus wie immer, riecht wie immer. Aber für eine Nacht passt schon. Ja, ist auch super billig. Gleich sind ja halt Hunde, die rumbellen. Ja, die sind nervig. Ja, Zimmer zeigen wir euch gleich. Jetzt machen wir erstmal die Motorräder fertig, Plane drauf, abdecken und dann erreichen wir vielleicht morgen echt die Grenzstadt nach Kambodscha. Das wäre richtig cool. Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt vorne aufgestanden. Voll müde noch. Es ist voll am Regnen. Okay, es ist normal am Regnen, aber heute Nacht war volles Gewitter und es hat echt laut geblitzt und gedonnert und konnten wir irgendwie gar nicht gut schlafen, weil es echt laut war. Alles gescheppert hat. Zum Glück haben wir einen Plan auf die Motorräder gemacht. Ich werde jetzt mal einen Kaffee trinken, dann hoffen, dass der Regen bald aufhört, weil ich wollte eigentlich was aus meinem Koffer rausholen. Ich brauche die eine Kamera. Ja, bei dem Regen unmöglich daran zu kommen. Ja, deswegen bleibe ich mal hier. Und dann geht's weiter nach Kambodscha. Vielleicht kommen wir heute sogar an. Und so beginnt nun wirklich unser letzter Tag auf den Straßen von Laos. Wie so oft nass und regnerisch. Kaum zu glauben, aber Laos hat uns alles abverlangt, hat uns viel Energie gekostet und unsere Grenzen getestet. Fast 4 Wochen waren wir hier. Mit einem kaputten Motorrad sind wir in dieses Land gekommen. Wochenlang haben wir repariert, gekämpft, Rückschläge hingenommen und immer wieder neue Probleme gelöst. Danach folgten die schwersten und herausforderndsten Straßen, die wir seit langer Zeit gefahren sind. Matschig, nass, rutschig.
Wir haben die Regenzeit in all ihren Facetten erlebt. Und trotzdem, obwohl wir fast 4 Wochen hier waren, haben wir dieses Land kaum wirklich gesehen, kaum erlebt. Meistens nur im Vorbeifahren, ein kurzer Blick nach links, nach rechts, bevor es wieder weitergehen musste. Doch wir haben es fast geschafft, mehr oder weniger. Viele Probleme begleiten uns noch immer. Irgendwann jedoch verziehen sich die Wolken. Zum ersten Mal seit Tagen kommt wieder die Sonne heraus. Ein schöner Abschied. Und so genießen wir unsere letzten Kilometer. Nach all den Herausforderungen, nach all den Erlebnissen, die hinter uns liegen, noch ein letztes Mal. Nach Kambodscha werden wir zurückkommen, hoffentlich ohne Pannen und mit mehr Zeit, dieses Land wirklich zu entdecken. Läuft echt alles super heute. Wir sind jetzt nur noch 45 Kilometer von der Grenze entfernt. Straße ist top, Wetter hält mit. Alles super grün. Wir werden uns in einem Hotel einquartieren, kurz vor der Grenze. Ja, irgendwas essen, wir haben Hunger. Und dann morgen höchstwahrscheinlich in ein neues Land reinfahren. Wo wir auch mal wieder gar nichts wissen, auch nicht über die Grenze und so. Das wird interessant. Ja. Naja, fahren wir erstmal zum Hotel, suchen uns irgendwas Kleines auf dem Weg zum Essen. Und dann gucken wir mal, wie der Tag weiterlaufen wird. Das ist echt überraschend gut bis jetzt alles gelaufen. Wir sind im Hotel angekommen, da hinten ist unser Zimmer. Die laufen überall so kleine Entenbabys rum. Gott, sind die süß, die sind so nah. Oh, die sind so putzig. Die haben gar keine Angst, die kommen voll nah. Na komm, Entilein. Oh, sind die süß, oh mein Gott. Oh, das ist hingefallen, das ist gestolpert. Oh Mann, sind die putzig. Krass. Während der kleine Burschi da eine Pause macht, sind die anderen Burschis auf dem Weg irgendwo anders hin. Wobei jetzt mehrere eine Pause machen. Gott, sind die süß, ey. Naja, wir gehen jetzt mal in unser Hotelzimmer rein. Und dann gehen wir mal da vorne ins Restaurant. Da vorne ist es, was essen und dann ja, werden wir unseren letzten Tag Laos ausklingen lassen. Wir machen einiges vorzubereiten für morgen und so generell auch zu machen. Okay, let's go. Pünktlich zum Regen sind wir in unserem Hotel drin, haben die Motorräder dicht gemacht, haben ein kaltes Bier auftreiben können und ja, sind in unserem Hotelzimmer drin. Hatten wir echt Glück, dass heute alles so gut geklappt hat. Es ist echt unfassbar, wie viel es hier regnet. Und wie lange es auch regnet, und das ist jetzt nur der Anfang, es wird bestimmt gleich wieder voll runterkommen. Wirklich jeden Tag, einen halben Tag regnet es hier. Wir haben jetzt leider erfahren oder mal gegoogelt, dass in Kambodscha die Regenzeit noch stärker ist wie hier. Der Höhepunkt der Regenzeit in Kambodscha ist Oktober, das heißt Oktober wird es am allerschlimmsten sein. Blöd, weil dann sind wir nämlich genau dann da. Erstmal vorbereiten, morgen geht es über die Grenze. Aber echt Glück gehabt, aber noch einen Abend zum Ausklingen lassen. Guten Morgen zusammen. Die Motorräder sind jetzt endlich gepackt. Für uns heißt es jetzt auf zur Grenze. Ist nicht weit, ist nur noch um die Ecke. Mittlerweile ist es 12 Uhr. Wir haben jetzt noch 2 Grenzen zu überwinden, die scheinbar nicht ganz so easy sein sollen. Aber mal schauen. Wird schon. Ja, wir hoffen, dass wir heute nach Kambodscha reinkommen, dass es keine Probleme gibt. Es soll auch korrupt sein, die Grenze. Wir müssen aufpassen, dass wir ja, da keine unnötigen Gebühren zahlen, weil das wollen wir auf gar keinen Fall sowas unterstützen. Nee, aber wenn es so sein sollte, die Kameras laufen, dann werdet ihr es auch gleich sehen. Ja, dann geht's los nach Kambodscha jetzt. Hoffentlich kommen wir rein. Die Grenze, wir haben echt gar keine Informationen. Es soll ziemlich schwierig sein. Also, los geht's. Und da sind sie nun, die wirklich letzten Kilometer in Laos. Nach kurzer Zeit erreichen wir die Grenze. Wie so oft beginnt ein Spiel mit der Geduld. Von Station zu Station laufen, warten, immer wieder warten. Ein zeitaufwendiger Prozess, den wir von zu Hause aus nicht kennen. Irgendwann dann wollen die Beamten, wie schon im Internet gewarnt wurde, $6 von uns haben. Ohne diese Zahlung gäbe es angeblich keinen Ausreisestempel. Doch wir sind nicht bereit, eine Gebühr zu bezahlen, die es offiziell gar nicht gibt. Also warten wir, am Schalter, still und geduldig. Nach langem Warten und einigen Blickduellen bekommen wir schließlich unseren Stempel, auch ohne die $6. Laos liegt jetzt hinter uns und wir sind bereit, in das Chaos an der Grenze zu Kambodscha einzutauchen.
hatten so einen kleinen Roller hier, der hat gemeint, wir wenigstens so jetzt ins Büro gehen und das wird weggefahren. Da kriegen wir keinen Preis mehr. Was an den Grenzen immer am schwierigsten ist und am meisten Zeit kosten unsere Fahrzeuge. Für uns als Person brauchen wir ein Visum, doch für die Motorräder braucht es ebenfalls eine Art Visum, eine temporäre Importgenehmigung. Nur mit dieser Genehmigung dürfen die Motorräder überhaupt ins Land und es fallen keine Zölle an. Oft kommt dann noch eine verpflichtende Kfz-Versicherung und eine Steuer im jeweiligen Land dazu. Dieser Prozess dauert häufig 3- bis 4-mal so lang wie das Visum für uns selbst. Und jedes Land hat dabei seine eigenen Regeln, seine eigene Bürokratie und seine eigene Sprache. Genau das macht Grenzübertritte für uns oft zeitaufwendig und so nervenaufreibend. So, wir haben es wirklich geschafft. Wir sind jetzt hier in Kambodscha drin. War alles eigentlich ziemlich einfach. Fahrzeuge, Visa, alles geschafft. In Laos war auch alles super einfach, wurde nicht mal durchsucht. Ja, eigentlich alles super. Wir haben uns viel mehr Sorgen gemacht, als wir hätten gebraucht. Trotzdem wollten die 2 € haben für den Ausreisestempel. Diese Gebühr gibt es nicht in Laos. Wir haben uns dann kurz auf stumm geschalten und da haben die sofort akzeptiert und uns trotzdem ausreisen lassen ohne diese 2 € Gebühr. Jetzt hat es gerade angefangen zu regnen. Den warten wir noch kurz ab und dann geht es jetzt für uns richtig nach Kambodscha rein und auf zum Meer, der Ort, wo wir so unbedingt hinwollen. So, für uns geht es echt nach Kambodscha rein. Wir haben bestes Wetter, aber wir haben alles geschafft. Wir sind echt gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Also, bevor wir ganz nass werden, let's go! Zum Glück hat alles gepasst. Mal schauen, wie Kambodscha will. Wir haben viel Hoffnung. Und so geht es los, unser 25. Land auf dieser Reise, Kambodscha. Ein Land, auf das wir uns freuen, mit der Hoffnung, endlich eine Pause am Meer zu bekommen, um unsere letzten technischen Probleme zu lösen. Unser Weg führt uns zunächst in die Hauptstadt Phnom Penh und danach weiter Richtung Küste. Ein neues Kapitel beginnt und wir sind gespannt, was uns hier erwarten wird. Wir stehen jetzt mitten in Kambodscha in so einem kleinen Dorf. Wir haben jetzt angehalten, weil wir eigentlich kein Geld haben und dringend tanken müssen und Hunger haben und ein ATM suchen. Die Straße ist ein absoluter Traum. Es macht so Spaß, hier wieder zu fahren. Wir haben auch schon richtig viel Strecke gemacht. Über 200 Kilometer haben wir schon geschafft. Es sind jetzt nur noch 430 Kilometer zum Meer. Ein absoluter Traum. Trotzdem vergeht kein Tag. Ja, kein Tag ohne Panne vergeht und zwar ist mein Heck komplett gebrochen, gerissen wie auch immer. Das, zum einen, wenn ich drauf sitze, sieht mein Kennzeichen am Weißmann. Der Blinker drückt, also man sieht's. Ja, wir wissen nicht, wie das passiert ist. Wir wollten, wie gesagt, nur anhalten, aber man sieht auch, wenn ich jetzt das Handy gerade halte, wie schief der Koffer ist. Ja. Also das Handy ist absolut gerade. Alter, es ist schief, Mann. Muss ich was machen. Ja, krass. Voll am Arsch, ey. Das ganze Heck gebrochen. Obwohl wir 2 Metallstangen reingetan haben im Iran. Ja, hätte nicht passieren können. Nee, hätte nicht mehr. Schau dir mal das Spiel von dem Koffer an, ey. Krass. Wie kann sowas nur passieren?
Ja, unser Kumpel fährt mal los und guckt, ob er irgendwo einen Bankautomat findet, dass wir uns endlich mal Geld abheben können. Und Internet, SIM-Karte, wir haben halt nicht mal einen Plan, wo wir überhaupt sind. Der hat jetzt haben wir mal eine Verkleidung frei gemacht. Das ist ja im Iran schon gerissen. Da haben wir so eine Metallstange reingetan. Und ja, die hat sich halt nach unten gebogen. Eigentlich war das auch mal zusammen. Das ist nicht mehr zusammen. Ja, das ist halt. Aber es kommt nicht alles von da. Irgendwo habe ich da noch. Also allein der Koffer, wie viel Spiel der hat, bevor sich da was bewegt, ist schon krass. Ja, auf der anderen Seite ist der Rahmen gebrochen. Es war absehbar, dass es passieren wird. Jetzt ist es passiert. Das bedeutet aber auch, dass der ganze Koffer, das ganze Gewicht, die Tasche, nur noch von dieser einen Stange hier gehalten wird. Nicht von der anderen auch. Das Ah ja, genau. Ja. Von den 2 Stangen. Ja. Ah, das hebt alles gerade. Die 2 Stangen. Krass, ey. Das ganze Heck. Nicht schlecht. Naja, wir werden es trotzdem zum Meer schaffen und entspannen. Ja. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man eine Panne hat, neben der Pizzeria und ein bisschen Kleingeld noch hat. Ich bin mal gespannt, wie diese Pizza aussieht. So. Das ist keine Pizza Salami. So, Gepäck ist jetzt im Auto, der Koffer ist leer. Wir haben jetzt den Koffer nach vorne gezogen mit diesen Spanngurten, dass der einfach nach hinten nicht wegfliegen kann. Jetzt gehen wir auf die Suche nach einer Bank. Gepäck ist im Auto drin. Und ich will mir eine Bank, dass wir eine SIM-Karte kaufen können und dann hier einfach ein Hotel suchen können. Es wird eh schon fast dunkel. Macht keinen Sinn, da weiterzufahren. Also, los geht's. Geld hat immer geklappt, richtig Glück gehabt, nachdem wir 3 oder 4 Mal jetzt abgewiesen wurden und nicht abheben konnten, hat es endlich geklappt, auch wenn die Gebühren recht hoch waren. Ja, ich weiß nicht, 7 Euro oder so Abhebegebühren, aber Hauptsache jetzt mal Geld haben. Dann geht es jetzt auf die Suche nach einer SIM-Karte. Ja. Wir haben jetzt ein kleines Hotel gefunden, direkt am Mekong, also es ist eine echt schöne Stadt und direkt rechts ist der Mekong, man sieht ihn zwar nicht, aber der ist echt riesig, das kann man ja an von den Lichtern. Wir werden jetzt hier in dem Hotel bleiben, die Motorräder dürfen wir dann in einer Stunde ins Restaurant reinschieben, so lange warten wir jetzt noch hier draußen, dafür haben wir Bier. Ja. Ach, das ist ein anderes Weg. Ich habe nur das gefunden. Ich habe einen Chang. Ich habe einen Kambodscha. Das ist aber auch kambodschanisch, was ich habe. Also trinken wir ein Bierchen hier draußen, genießen die Ruhe. Gestern war ein großer Feiertag, hier ist eine große Feier. Heute ist sie vorbei. Kann man einen Tag zu spät nach Kambodscha, egal. Trotzdem noch Feiertag ist mir auch passiert. Und mal schauen. Vielleicht gehen wir nachher noch in eine Bar, mal gucken. Bis jetzt gefällt uns Kambodscha echt. Die Menschen sind super glücklich und lächeln die ganze Zeit. Straßen sind besser. Echt günstig, $8. Ja, zu dritt. Ein Bett, zu dritt. Sehr geil. Aber ich kann den Motor nicht einschalten. Willkommen in unserem Hotelzimmer. Wir haben 2 große Vorteile. Vorteil Nummer 1, wir zahlen nur 2 Euro pro Person. Vorteil Nummer 2, wir haben eine echt hohe Decke. Ja, so kleine Nachteile an der Sache sind halt wir haben halt nur ein Bett für 3 Personen. Wir werden da zu dritt heute Nacht drin schlafen. Wir haben einen Ventilator. Wir haben sonst halt ein recht schlicht eingerichtetes Zimmer, schon ganz schön dreckig aufgemacht. Das Badezimmer ist auch recht interessant. Die Toilettenspülung ist kaputt. Da mussten dann mit diesen
Ventilen hier und sowas ein bisschen rummachen und es aufzufüllen, hat sie uns gesagt. Die Dusche funktioniert, aber meinte sie, die hat ja gestern nicht funktioniert und das war's eigentlich schon. Wir sind eine kuschelige Nacht zu dritt hier. Wir sind jetzt noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben auch einen kleinen Burgerladen gefunden, Gott sei Dank. Das ist richtig korrekt, weil die machen eigentlich genau gerade zu. Aber die haben noch unsere Bestellungen aufgenommen, machen uns noch Essen. Das ist richtig geil, richtig gut, weil sonst hätten wir heute nichts mehr zu essen gehabt. Und wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Und die haben dann auch 2 Burger, aber egal, wir haben jetzt 2 Burger und Pizza und Pommes und sowas. Es wird ein richtig nettes Essen, haben uns, glaube ich, verdient. Ja, wir haben heute richtig gut Strecke gemacht und 2 Grenzen überwunden. Und einen gebrochenen Rahmen. Aber Kambodscha ist bis jetzt richtig geil. Ja. Die Menschen auf der Straße sind richtig glücklich und Die lächeln freundlich. und so richtig schön. Aber Laos war auch schon. Ja. Aber Kambodscha hat einen echt coolen Vibe, gefällt uns. Ja. Morgen werden wir in der Hauptstadt, also wenn keine weiteren Probleme auftreten, wenn wir die Hauptstadt erreichen. In der Hauptstadt ist der Plan auf jeden Fall. Ja, meinen Rahmen schweißen lassen. Und ja, der Luca braucht ein paar Sachen für sein Auto und dann... Ich bräuchte auch Reifen und Kette. Genau, wir brauchen einfach wie immer Tipps und Sachen für die Motorräder. Aber wir freuen uns auch auf die Hauptstadt. Ich glaube, da Ja. kann man richtig viel machen. Ja, Wahrscheinlich eine Woche Hauptstadt oder so. Ja, Und neues dann Land ist mehr. immer interessant. Ist Ja. immer cool. Neue Währung. Ja. Dieser Anhänger auf so einem kleinen Motorrad, so ein 100 Kubik Honda-Teil, ist echt krass, ey. Das ist echt krass, was man da an Gepäck mitnehmen könnte. Das ist ein absoluter Traum. Und genau sowas haben wir heute auch gesehen mit 2 Kühen drin. Da hat einer mit seinem kleinen Motorrad einfach 2 Kühe gezogen. Das ist schon echt fantastisch. Jetzt, wo Marc seinen Rahmen gebrochen ist, würde ich mir echt Gedanken machen, nicht sowas drauf zu schnallen.